Heute nähen wir gemeinsam einen einfachen Rollkragenpullover, Schritt für Schritt an der Nähmaschine oder Overlock. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom Do-It-Yourself-Modelabel Juliana Matthäus und heute zeige ich euch, wie ihr diesen einfachen, aber so schönen Rollkragenpulli nähen könnt. Die Engländer, Amerikaner oder Australier haben dafür viele Namen, egal ob Rollneck, Turtleneck, Poloneck oder Skivvy. Der Rollkragenpullover ist einfach ein absoluter Allrounder. Spätestens seit Apple-Gründer Steve Jobs einen Rollkragenpulli zu seinem absoluten Signature-Look gemacht hat, wissen wir wohl alle, ja, wir brauchen den auch. Und das Coole daran, er ist überhaupt nicht schwer zu nähen. Ihr könnt ihn entweder mit einer normalen Haushaltsnähmaschine fertigen, da zeige ich euch heute, wie das geht, zum Beispiel mit einem Stretch-Stich, oder ihr setzt eine Overlock-Maschine ein. Dazu gebe ich auch immer Hinweise, wie das funktionieren würde, wenn ihr mit der näht. Wenn ihr NähanfängerInnen sein solltet, dann guckt euch doch super gerne erstmal unser Grundlagen-Näh-Tutorial an, das verlinke ich euch. Und da erfahrt ihr dann alle Basics und lernt eure erste Naht zu fertigen. Und dann kann es schon hier weitergehen. Macht also direkt mit, wie ich es euch vormache. Pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach über den Link in der Beschreibung herunterladen, dann ausdrucken und zusammenkleben zu Hause. Oder ihr lasst es euch als Papierschnittmuster zuschicken, dann müsst ihr es nur noch ausschneiden. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch alle Stoffe und Garn und alles, was wir hier nutzen, in diesem Tutorial wie immer zuschicken lassen als Nähset, denn dann erhaltet ihr alles, was wir hier auch haben, in der richtigen Menge und super guter Qualität. Und an dieser Stelle kann ich euch ganz warm diesen Stoff ans Herz legen, den wir hier nutzen, denn der ist so weich. Ich habe beim Auspacken gar nicht geglaubt, wie weich der ist. Und lässt sich so schön nähen und fühlt sich wirklich so hochwertig an. Die Farben sind ein Traum, also kleiner Tipp von mir am Rande, ich bin schockverliebt. Ach, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Also vielen, vielen Dank dafür, wir würden uns riesig darüber freuen und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Nähen. Neben dem Schnittmuster braucht ihr natürlich einen tollen Stoff, das kann ein Strickstoff oder Jersey-Stoff sein, ein dazu farblich passendes Nähgarn, eine Jersey-Nähmaschinennadel und wenn ihr möchtet auch noch ein Stoffetikett und damit kann es losgehen. Nach dem Waschen oder Abdampfen legt bitte euren Stoff so vor euch hin, wie es auf eurem Schnittbild zu sehen ist und legt dann alle ausgeschnittenen Papierschnittteile in eurer ausgewählten Größe auf den Stoff, auch wie es da zu sehen ist. Das kann sich von Größe zu Größe unterscheiden. Wichtig ist, dass alle Teile im Fadenlauf liegen, das heißt der Fadenlaufpfeil auf euren Schnittteilen liegt genau parallel zu eurer Webkante oder eurer Bruchkante von dem Stoff. Das ist ganz wichtig, messt das immer aus, damit es möglichst akkurat ist. Wenn ihr einen Stoff habt, der Streifen hat oder zumindest so eine Streifenoptik wie hier meiner, dann kann man sich auch daran sehr gut orientieren und steckt dann alle eure Schnittteile ringsherum mit Stecknadeln auf eurem Stoff fest. Dann können wir mit dem Zuschneiden weitermachen. Alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten, das heißt, ihr könnt einfach an der Kante eures Papierschnittteils entlang schneiden und die Stofflagen dann dabei ausschneiden. Schneidet dann alle Teile so häufig aus, wie es auf den jeweiligen Schnittteilen zu sehen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Markiert bitte noch alle eure Knipse und dann kann es losgehen. Wir legen unser Vorder- und Rückteil rechts aufeinander. Ermittelt also einmal die rechte und linke Stoffseite von eurem ausgewählten Stoff und legt die Teile rechts auf rechts. Wir stecken dann die Seitennähte genau aufeinander, von oben hier, wo das Armloch beginnt, bis hinunter zum Saum. Die Kanten schließen genau miteinander ab. Genauso machen wir das auch noch auf der anderen Seite und mit unseren beiden Schulternähten. Dann nähen wir 4 Nähte, 2 Schulternähte und 2 Seitennähte. Diese Nähte könnt ihr entweder mit der Overlock, mit einer normalen Overlock-Naht mit 3 oder 4 Stichen nähen oder mit einer normalen Haushaltsnähmaschine mit einem Stretch-Stich mit einer Stichlänge von 2,5. Ich schließe als erstes meine Seitennähte, beginne hier oben an meinem Armloch, nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm hinunter bis zum Saum. Nicht wundern, wenn ihr einen Stretch-Stich gewählt habt, dass dieser länger dauert als ein normaler Doppelsteppstich, denn durch die leichte Zickzack-Bewegung braucht die Maschine einfach etwas länger. Es sind einfach mehr Stiche. Entfernt die Stecknadeln nach und nach. Solltet ihr mit einer Overlock-Maschine gerade diese Naht schließen, dann ist es einmal ratsam, alle Nahtzugaben auf die jeweilige Breite eurer Overlock-Naht am Anfang zurückzuschneiden und dann zu nähen.
denn die Breite kann sich natürlich unterscheiden und meistens sind die Overlock-Nähte nur so 0,5 cm breit. Bereitet also euer Teil dementsprechend vor und näht dann eure erste Naht. Ich komme jetzt hier am Saum an und wie am Anfang verriegel ich auch hier und schneide dann meinen Faden ab. Macht das gleiche dann bitte auch noch auf der anderen Seitennaht und dann geht es mit unseren Schulternähten weiter. Die sind deutlich kürzer, auch die werden einfach gerade geschlossen und am Anfang und am Ende verriegelt. Die Nahtzugabe beträgt wieder 1 cm. Bügeln wir die Nahtzugaben an unseren Seitennähten und an unseren Schulternähten genau auseinander. Ihr könnt auch anschließend von der rechten Seite noch einmal darüber bügeln. Wenn ihr die Nähte jetzt aber mit einer Overlock geschlossen habt, dann könnt ihr natürlich nichts auseinander bügeln. Dann bügelt ihr die bitte in Richtung des Vorderteils. Anschließend fertigen wir die Ärmel. Die falten wir einmal rechts auf rechts, genau in der Hälfte, sodass unsere beiden langen Kanten aufeinander liegen. Und stecken dann diese Strecke einmal genau aufeinander, sodass 2 Ärmel entstehen. Die beiden gesteckten Strecken schließen wir dann als nächstes. Auch hier könnt ihr wieder eine Overlock-Maschine einsetzen, wenn ihr eine habt. Wenn ihr mit der normalen Haushaltsnähmaschine näht, dann geht alles wie zuvor. Wir verriegeln am Anfang und am Ende, nähen einmal hinunter bis zum Saum bei unserem Ärmel mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Auch diese Nahtzugaben bügeln wir wieder einmal auseinander. Wenn ihr die Naht mit einer Overlock-Maschine geschlossen habt, dann bügelt die Nahtzugaben bitte in Richtung des Vorderärmels. Jetzt können wir den Ärmel schon ins Armloch stecken. Dafür lege ich einmal mein Oberteil so vor mich hin, dass die vordere Seite oben liegt und nehme mir meine Ärmel dazu. Ihr erkennt die Vorderseite des Ärmels an einem Knips und die rückwärtige Ärmelseite an 2 Knipsen im Armloch und am Ärmel. Guckt einmal, dass ihr also den richtigen Ärmel an das richtige Armloch steckt. Ein Knips trifft auf einen Knips, 2 Knipse treffen auf 2 Knipse. Wir beginnen dann, die Seitennaht unseres Oberteils auf die innere Ärmelnaht des Ärmels zu stecken. Das Ganze legen wir rechts auf rechts. Ich stecke an der Stelle die Stecknadel auch wirklich genau durch die Nähte, die da aufeinandertreffen sollen, und stecke mir die Nadel quer, denn so kann ich sie beim Nähen, zumindest mit der Nähmaschine, gleich stecken lassen. Als nächstes stecke ich mir dann die beiden Knipse aufeinander, im Vorderteil und im Rückteil. Und um auch die restliche Strecke zusammenzustecken, greife ich dann einmal von meinem Oberteil, also von dem Halsausschnitt, zu meinem Armloch und lege als nächstes einmal den Knips ganz oben an der Armkugel von Ärmel auf die Schulternaht, ebenfalls rechts auf rechts, und stecke mir auch hier die nächste Stecknadel. Dann stecke ich mir nur noch die Strecken dazwischen fest. In der Armkugel gibt es etwas mehr Weite, das heißt, der Ärmel ist in seiner Konstruktion etwas länger als das Armloch selbst. Das ist wichtig für die Beweglichkeit, die man dann beim Tragen hat. Zieht einfach ein wenig an dem Stoff, denn der ist ja dehnbar, das macht es ganz einfach. Und zwar so lange, dass die Strecken genau gleich sind, und steckt sie dann aufeinander. Die Mehrweite verteilt sich dann nämlich gleichmäßig ins Armloch und als nächstes können wir dann einmal ringsherum nähen, einmal komplett im Kreis, und wir beginnen an der untersten Stelle vom Armloch. Auch diese Naht könnt ihr gerne wieder mit der Overlock-Maschine schließen. Wir beginnen also genau dort, wo Seitennaht und Ärmelnaht aufeinandertreffen. Die Nahtzugabe beträgt wieder 1 cm und wir nähen so lange, bis wir wieder da angekommen sind, wo wir gerade angefangen haben. Wenn ihr bei den Knipsen ankommt, guckt auch, dass die wieder genau miteinander abschließen und aufeinander liegen. Entfernt die Stecknadeln nach und nach. Und wenn ihr dann bei dem Teil, also zwischen den Knipsen, an der oberen Armkugel ankommt, dort wo sich die Mehrweite im Ärmel befindet, zieht also wieder wie schon beim Stecken zuvor an eurem Stoff, damit er jeweils gleich lang liegt und sich die Mehrweite vom Ärmel genau auf das Armloch verteilt.
Das ist aber nicht super viel und sollte sehr einfach sein. Und näht da einfach drüber. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr keine Falten mit einnäht, ansonsten müsstet ihr nochmal ein kleines Stückchen auftrennen und diese Armkugel noch einmal schön schließen, denn das macht dann optisch besonders was her, wenn die schön ordentlich eingenäht ist. Wenn ihr dann bei dem oberen Punkt von eurem Ärmel ankommt, da sollten die Nahtzugaben dann auch nochmal so liegen von der Schulternaht, wie sie zuvor gebügelt war. Also wenn ihr mit der Nähmaschine genäht habt, auseinander, ansonsten in Richtung des Vorderteils. Und dann näht ihr weiter, bis ihr wieder ganz unten am Tiefpunkt ankommt. Verriegelt dort wieder, schneidet den Faden ab und näht bitte auch noch den anderen Ärmel in das andere Armloch. Dann geht es dem Oberteil an den Kragen, kleiner Wortwitz. Und wir legen beide Kragenteile, die unterschiedlich breit sind, rechts aufeinander und stecken die beiden Seiten aufeinander. Die sind unterschiedlich lang, denn unser Halsloch im Vorder- und Rückteil unseres Oberteils haben ebenfalls unterschiedlich lange Strecken. Und wir möchten, dass die Schulternähte genau in die Kragennaht überlaufen, damit es besonders cool und ordentlich aussieht. Jetzt schließen wir also diese beiden Nähte. Die lassen sich auch wieder mit einer Overlock-Maschine schließen oder sonst mit eurer normalen Nähmaschine mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Die Nahtzugaben der Naht mit einer Nähmaschine bügeln wir wieder auseinander. Wenn ihr die Naht mit einer Overlock geschlossen habt, dann in Richtung des vorderen Kragens. Das ist der längere Teil des Kragens. Anschließend falten wir ihn einmal so aufeinander, dass die beiden offenen Kanten des Stoffs genau aufeinander liegen und sich der typische Rollkragen-Stehkragen-Look bildet. Diesen Umbruch, den wir jetzt gebildet haben, bügeln wir noch einmal scharf, sodass sich hier eine richtige Kante formt. Dann möchten wir den Kragen einnähen. Die beiden Nähte sind rechts und links beim Kragen und die treffen dann genau auf unsere Schulternähte und so stecken wir die auch aufeinander. Wichtig ist, dass wir jetzt beide offenen Kanten, die wir aufeinander liegen aktuell, in einer Naht mit dem ganzen Halsloch zusammennähen. Also der ganze Kragen wird in einem angenäht. Auch das kann auch mit der Overlock-Maschine geschehen. Klappt den Kragen jetzt einmal rechts auf euer Halsloch und beginnt dann eine Naht von dem Kragen auf eine Naht vom Schulterteil zu stecken und guckt auch einmal bitte, dass die lange Seite von eurem Kragen die vordere ist, denn da ist das Halsloch tiefer und länger. Steckt dann also nach und nach beide Lagen vom Kragen, zum Beispiel vom Vorderteil, auf das vordere Halsloch. Stülpt den Kragen auch wirklich ringsherum einmal drumherum, dass ihr seht, der ist nicht verdreht. Und dann anschließend noch die andere Seite, sodass das auch wieder genau im Kreis liegt und ihr einmal genau im Kreis drumherum nähen könnt. Auch hier ist etwas Mehrweite enthalten, also zieht bitte an den Lagen, sodass die genau gleich lang sind. Und dann nähen wir ringsherum. Dann auch auf einer Seite von unserer Naht. Kontrolliert bitte die ganze Zeit, ob ihr wirklich jetzt 3 Lagen aufeinander näht, also 2 Kragenlagen und eine Halslochlage. Die komplette Zeit. Die Nahtzugabe beträgt auch wieder 1 cm, es sei denn, ihr näht mit der Overlock, dann solltet ihr die auch hier gekürzt haben. Gleicht die Mehrweite gerne mit etwas Ziehen aus, entfernt auch die Stecknadeln wieder nach und nach und arbeitet euch mit eurem Stretch-Stich auch hier voran. So lange, bis ihr wieder da angekommen seid, wo ihr gerade angefangen habt. Dann folgen noch alle Säume. Ich mache es am Ärmelsaum vor, weil der am kniffligsten ist, aber auch der Saum von eurem Oberteil funktioniert genau gleich. Wir bügeln jetzt also die Nahtzugabe nach innen, das sind 2 cm, und bügeln eine scharfe Kante in diesen Umbruch des Stoffs und machen das ringsherum. Die umgebügelte Nahtzugabe stecken wir dann auch fest. Und dann wird genäht, und zwar auf jeden Fall mit der Nähmaschine, nicht mit der Overlock. Wir nähen von der linken, also inneren Seite unseres Ärmels oder unseres Saums des Oberteils, und zwar genau ganz knapp neben der offenen Kante, die wir umgeschlagen haben.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese offene Kante auch vorher versäubern, dann umbügeln und annähen. Aber da Jersey-Stoffe nicht fransen, geht es auf jeden Fall auch so. Näht dann einmal ringsherum und immer wirklich nur ganz knapp von dieser umgeschlagenen offenen Kante entfernt. Also nicht an dem Umbruch knapp, sondern da, wo der Stoff quasi aufhört, die offene Kante. Da wird genäht, sodass von der rechten Seite so circa in einem Abstand von 2 cm eine Naht vom Saum aus entfernt entsteht. Am Ende wieder verriegeln und dann bitte einmal alle Säume fertigen. Damit ist euer Turtleneck beendet. Kontrolliert alle Nähte, bügelt das Teil noch einmal ab und dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Rollkragenpullis wie diese trage ich im Winter eigentlich am allerliebsten, weil man ist irgendwie so gut angezogen. Es ist ganz bequem, aber man sieht irgendwie auch so ein bisschen schick aus. Ja, ich habe den in, glaube ich, 3 oder 4 Farben schon. Dazu kommen bestimmt noch mehrere. Und ich bin gespannt, wie viele ihr davon näht. Teilt doch gerne eure Resultate unter dem Hashtag JulianaMatthäus_me, wie immer. Und dann freue ich mich auf unser nächstes gemeinsames Nähtutorial, vielleicht mit einer passenden Hose, wie der Dina Jeans. Ich würde mich freuen und ja, fühlt euch gedrückt. Bis bald!